Troja hatte mächtige Mauern, aber die Tore waren eben der Schwachpunkt. Das trojanische Pferd wurde nicht über die Mauer gehievt, sondern es kam durch das Tor. Und die Stadt fiel, weil die Kontrolle am Eintrittspunkt fehlte. Heute sind die Mauern Firewalls oder Netzwerksegmentierungen, doch die Tore sind Endpunkte. Laptops, Desktops, Thin Clients. Und das sind die Eintrittspunkte für Angreifer. Zum Beispiel über Malware, über Exploits oder kompromittierte Identitäten. Und wenn ein Endpunkt dann kompromittiert wurde, öffnet er das besagte Tor für Lateral Movements oder für Command and Controls. Diese historische Analogie zeigt, wie moderne Organisationen, also Sie als Teilnehmer, trotz starker technischer Mauern durch menschliches Vertrauen und Täuschung verwundbar bleiben. Es verdeutlicht auch, dass Wiederholung in der Security kein Fehler ist, sondern ein Feature. Angriffe wiederholen sich, weil menschliches Verhalten konstant bleibt. Ziel ist es, die Verbindung zwischen der sogenannten antiken List oder der modernen Cybersecurity aufzuzeigen. Insbesondere mit einem Fokus auf Security Operation Services, Systemhärtung, kontinuierliches Testen, Threat Intelligence, aber auch eben KI. Heute heißen die Pferde bitte hier klicken. Die Angriffe, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, folgen in der Regel demselben Ablauf. Das wird hier gezeigt auf der sogenannten Cyber Kill Chain. Unser Vorteil ist, dass wir die Verteidiger daraus eben entschlüsseln können, wie ein Angreifer vorgeht. Und wir können daraus Maßnahmen ableiten. Das sind die 7 Phasen, die es gilt. Also die sogenannte Reconnaissance. Ich beobachte mein Umfeld. Die Griechen haben die Trojaner und ihre Bräuche beobachtet. Dann gilt es darum, irgendetwas zusammenzubauen, also eine Weaponization. Also das Pferd wird gebaut. Das Ganze muss zugestellt werden. Also ein Pferd wird quasi vor dem Tor platziert. Dann kommt es zu irgendeiner Art von Exploitation, das heißt der Einzug durch die Trojaner. Also ich hole das Pferd rein, ich nehme das Ganze mit rein, ich nehme das Ganze auf und dann wird was installiert in den meisten Fällen. Also das Pferd wurde im Raum in Troja installiert mit der Positionierung der Krieger in dem jeweiligen Pferd. Auf ein bestimmtes Zeichen hinaus kommt es dann zu einem Command and Control. Ich versuche das Ganze zu übernehmen und ich versuche darauf einzugeben. Ich warte auf ein bestimmtes Zeichen. Vielleicht ist es die Nacht, vielleicht ist es tatsächlich irgendeine Art von Signal. Was kommt? Und dann kommt es zu dem Action on Objectives, also das Öffnen der Tore und der Angriff findet statt. Wir haben da mal so eine kleine Zeitleiste mit reingebracht. In der Regel dauert oder passiert sowas Ganze schon viel, viel früher, das heißt Wochen und Monate vorher. Und je später ich das Ganze halt erkenne, umso teurer wird es. Das ist leider so. Das ist unten das mit den Kosten des Sicherheitsvorfalls. Und die rote Linie ist tatsächlich die rote Linie. Also bis dahin hätte ich vielleicht noch Zeit. Ansonsten wird es halt tatsächlich teuer. Was wir auch sagen können, ist, dass nicht jeder Angriff sichtbar ist. Es bleibt unentdeckt im System, es fällt irgendetwas nicht auf oder es passiert irgendetwas. Cyberangriffe heutzutage sind nicht immer technische Meisterleistungen. Sie folgen verschiedenen Mustern und sie sind häufig auch psychologische Operationen. Wir Führungskräfte, wir tragen Verantwortung. Im Fall von Troja ist es tatsächlich der König gewesen, der trotz aller Warnungen von seinem Priester und von seinen Verbündeten, die er da noch hatte, von den Verteidigern, die er hatte, eben gesagt hat, nein, das ist ein Geschenk und auf das müssen wir eingehen. Und genau diese fatale Entscheidung führt halt eben zu einem fatalen Fehler. Security sollte ein ganz wichtiger Bestandteil sein, um da eben drauf zu achten. Das sind die großen Vorteile und die großen Dinge, mit denen wir uns tatsächlich tagtäglich auseinandersetzen können. Warum sind Endpunkte die Achillesferse oder der Schwachpunkt oder die Situation, mit denen wir uns am
ja, am häufigsten beschäftigen müssen. Es ist die größte Angriffsfläche, die wir haben. Es gibt Millionen von Geräten, die sowohl mobil sind als auch außerhalb des sogenannten Perimeters. Wir haben es mit einer komplexen Infrastruktur zu tun. Das heißt, wir haben unterschiedliche Betriebssysteme, unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Rechte, unterschiedliche was auch immer. Und ja, in den meisten Fällen haben wir keine sogenannte Härtung auf diesem Ganzen. Das heißt, wir haben eine Standardkonfiguration, die wir haben. Wir haben häufig schwache Policies. Und vielleicht haben wir auch keine Endpoint Detection oder etwas, was wir damit in Verbindung bringen können. Alles das, was wir aus Troja lernen können, aus den Festungen, aus den Kriegern, aus den Leuchttürmen, aus den Menschen, die auf den Leuchttürmen drauf sitzen, eben mitnehmen können. Sebastian, Florian, ich würde sagen, Attacke. Jetzt sollte die Verbindung auch hier entsprechend aufgebaut werden. Ja, sieht es nochmal. Ich habe irgendwie den PC2 jetzt als Admin. Auch hier das PowerShell-Skript konnte ich ausführen. Allerdings sind noch ein paar weitere Härtungsmaßnahmen durchgeführt, weil wenn ich jetzt den Advanced Port Scanner hier ausführen will, dann sehe ich schon, okay, in dem Downloads-Ordner, wo ich in der anderen Maschine irgendwie diesen Advanced Port Scanner schon mal runtergeladen habe, das habe ich hier nicht. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich will das auf dem System nicht runterladen und zeigen, dass das Ganze schön aussieht, sondern es hat einen ganz anderen Grund. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach mal im Netz nach Advanced Port Scanner suche und den herunterladen möchte, hier einfach mal hier auf das nächstbeste, sagt kostenlos herunterladen bitte, dann hindert mich automatisch irgendwie der Smart Screen daran, das herunterzuladen. Und hier darf ich jetzt leider auch nicht sagen, dass es beibehalten werden soll, weil das wird von der Organisation verwaltet und ich darf hier entsprechend das Ganze gar nicht runterladen. Das heißt, ich habe hier gar keine Chance, das irgendwie runterzuladen und auf das System zu bekommen, höchstens über Umwege. Das heißt, ich müsste es auf einem anderen System runterladen, dann irgendwie dahin übertragen, dann könnte ich es eventuell entsprechend ausführen und würde damit entsprechend vielleicht diese Erhärtung umgehen. Genau. Ansonsten, Arne, würde ich jetzt an dich nochmal zurückgeben, ganz kurz, dass du vielleicht zeigst, was du gesehen hast. Oder Florian, willst du vielleicht vorher kurz was da dazu sagen, was ihr an Härtung unternommen habt, damit zum Beispiel sowas wie jetzt hier mit dem Advanced Port Scanner den Download unterbindet, beziehungsweise auch den Login entsprechend absichert, beziehungsweise was ihr sonst noch so eingestellt habt? Nee, lass ruhig mal Florian reden. Das ist ganz hilfreich. Ich denke, das passt auch ganz gut. Man müsste mich hören können, hoffentlich. Hallo zusammen. Von daher, ich gebe einfach mal kurz meinen Bildschirm frei. Ich würde zwei Sachen sagen wollen zum Thema Systemhärtung, was es eigentlich ist, und dann direkt auf das Beispiel vom Sebastian kommen. Wenn man Systeme härtet und es wirklich nur 2, 3 Slides und wir gehen auch gar nicht jetzt detailliert drauf ein. Wichtig ist der Punkt oben. Sichere Konfiguration ist eine technische Präventivmaßnahme. Durch Systemhärtung werden mögliche ausnutzbare Schwachstellen deaktiviert und können nicht mehr ausgenutzt werden. Wir haben das gerade beim Sebastian sehr schön gesehen in dem Showcase, dass er versucht hat, diesen Portscanner runterzuladen, dass das Skript den eigentlich ablegen sollte, aber weil bestimmte Konfigurationen gesetzt worden sind, ging das halt eben nicht mehr. Ja, im besten Fall erkennt der Arne das gleich noch in seinem Detektionstooling und das gucken wir uns dann gleich danach an. Wichtig ist mir halt, dass Sie mitnehmen, es sind ganz, ganz viele. Es geht also da nicht um Einstellungen, es geht also nicht um, ich sag mal, 20, 30 oder 40 Einstellungen. Es gibt für Systemhärtung auch Standards, zum Beispiel hier vom BSI für Windows 10, das sind rund 400 Einstellungen. Die aktuellen CIS-Benchmarks, vielleicht hat die der ein oder andere schon gehört, für Windows 11, die haben rund 600 Einstellungen. Microsoft selbst veröffentlicht die sogenannten Security Baselines. Für Server gibt es das natürlich auch. Es gibt Logging- und Audit-Funktionen, Browser-Konfigurationen, Office-Konfigurationen. Und wenn man dann ein Windows-System oder übrigens auch ein Linux-System, auch da gibt es hunderte von Einstellungen, die man sinnvoll setzen kann. Wenn man dann kombiniert von den Einstellungen her, dann kommt man relativ zügig auf einige hundert im ziemlich, nennen wir es mal, vom Maturitätsgrad hohen Fall. Also man ist sehr, sehr weit in dem Umfeld, auch über 1000 Einstellungen pro System. Jetzt kann sich das jeder ausrechnen, wenn man 400, 500 Clients hat und 200 Server, das wird ein bisschen was. Von daher gibt es da entsprechende Möglichkeiten. Wichtig ist uns halt,
nochmal das kurz darzustellen, Protect, Detect, Respond. Wir haben eben gesehen, also für den Detect, Respond-Teil ist der Arne gleich zuständig. Wir haben den Angreifer eben gesehen, den Sebastian, der wurde hier in dem Protect-Bereich tatsächlich durch Hardening daran gehindert, seinen Portscanner runterzuladen. Wichtig ist also hier die Einordnung der Maßnahmen, Protection, Detection, Response. Ich vermute, Arne, wenn ihr nächste Woche auf der SecIT seid, könnt ihr das auch am Stand bei euch nochmal deutlich intensiver präsentieren. Also das nur kurz diese unterschiedlichen Rubriken, wo wir uns einsortieren. Da gehe ich gar nicht so sehr drauf ein. Systemhärtung ist, wenn man es manuell machen will, eine extrem komplexe Sache. Es gibt also verschiedene Härtungsstandards, man muss Duplikate erkennen, Konflikte zwischen Standards erkennen etc. Das wird sehr umfangreich, deswegen stellen wir da auch ein Tooling zur Verfügung. Für mich ist wichtig, heute mitzunehmen, wie kann man denn Systemhärtung messbar machen? Und ich habe, und das gucken wir uns auch gleich mal an, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Zum einen habe ich einen ganz konkreten Fall mitgebracht, wie wir in Projekten Systemhärtung messen. Auf der linken Seite sieht man zum Beispiel hier Sys-Controls. Das ist also ein Compliance-Scan für ein Windows 10 aus einem echten Projekt. Tatsächlich ein Einzelsystem, also 400 Einstellungen. Bevor wir da waren, war das System mit 100 Einstellungen so konfiguriert, so kommt ein System halt im Standard, also irgendwie 22-23% Compliance zu einer Standardhärtungsempfehlung. Dann haben wir eine Basishärtung angewendet. Da kamen wir dann auf 52% Compliance, sind also 29% besser geworden, im Vergleich immer zu einem Hardening-Standard. Und im dritten Fall Individualhärtung, wenn wir dann wirklich reingehen und sagen, okay, was brauchst du auf deinem System? Brauchst du eigentlich RDP auf deinem Server? Brauchst du Bluetooth und die Kamera auf deinem Server? Dann sind wir natürlich hier mit den Fragen entsprechend ziemlich tief reinkommen, dann auf 80-81% Compliance. Und das in einem Management mal darstellen, hier diese Steigerung von hier nach hier oben und dann der Sprung von auf diesen grünen Balken hier, der ist natürlich gigantisch, weil da kann man wirklich nachweislich Systemhärtung messbar machen. Was für ein Tool haben wir dafür benutzt? In dem Fall war es tatsächlich Greenbone, das ist ein deutscher Schwachstellen-Scanner-Hersteller. Es gibt genug andere, vielleicht haben sie andere im Einsatz. Was auch geht, ist das AuditTab. Wir haben das AuditTab, ich habe auch mal 2 Berichte mitgebracht. Das ist unser Open-Source-Tool. Unser Open-Source-Tool kostenfrei verfügbar. Und da würde ich gerne mal kurz 1, 2 Berichte mir mit Ihnen anschauen. Also, da schauen wir mal kurz rein. Wir haben hier 2 Sachen vorbereitet. Vielleicht noch mal ganz kurz hier an der Stelle. Der Teams-Bildschirm weg. So, wir haben also an der Stelle einen Bericht erzeugt. Das geht relativ simpel über einen einfachen Installer oder über PowerShell, je nachdem, ob man das mehr automatisiert oder mehr manuell haben will. Das ist jetzt erstmal ein Standard Windows 10. Der Bericht ist auf dem System sogar erzeugt worden am 5. März, also letzte Woche. Und wir haben hier tatsächlich einen relativ schlechten Security Score. Das sieht man an der Risikomatrix. Das hier unten ist, glaube ich, ein bisschen einprägsamer. Wir messen das System und die Konfiguration, die konkrete Konfiguration des Systems gegen die CIS-Benchmarks, gegen die Microsoft-Empfehlungen. Und wir kommen hier relativ zügig zu einem, nennen wir es mal, ernüchternden Faktor. Ein Standard-Windows, so wie der Sebastian das eben gezeigt hat, ein nicht gehärtetes Windows, sieht dann rund 16% compliant aus. Also kurzer Spoiler, 100% ist nicht erreichbar. Das ist auch nicht schlimm, aber zwischen 16 und vielleicht 70, 80, 85, 90%, da ist viel Spanne. Genauso Konformität zu den Microsoft-Empfehlungen, auch da sind wir mit 14,48% nicht allzu gut. Die BSI-Empfehlungen, die werden mit 21% umgesetzt, also Luft nach oben. Wenn man hier auf die Hardening Settings klickt, da kommt man relativ zügig an einen Punkt, dass man konkrete Einzeleinstellungen sieht. Und ich mache jetzt einfach mal 2, 3 Beispiele, die auch einprägsam sind. Sebastian hat es eben schon schön gezeigt. Ich mache mal noch eins, was ganz gut ist. Und zwar nehmen wir mal das hier. Wir hatten eben das Thema, Sebastian hat irgendwas versucht runterzuladen, Excel-Datei aus dem Internet, Standardeinstellung ist, darf jeder. Jetzt kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Das haben wir halt deaktiviert und deswegen konnte Sebastian in seinem Showcase eben diese Excel-Datei von dem Portscanner nicht mehr runterladen. Ein weiteres Beispiel, das habe ich jetzt hier in dem Bericht markiert. Standardeinstellung von Windows ist es, dass jeder Druckertreiber installieren darf, also auch ein normaler Benutzer-Account.
In den meisten Organisationen ist es so, dass es Lieferverträge gibt mit, ich sage jetzt ein paar Namen, mit HP, mit Lexmark, mit Brother, mit was auch immer, Epson, ich weiß es nicht. Wenn ich also als Unternehmen weiß, dass ich nur HP-Drucker im Einsatz habe oder nur Brother-Drucker, dann stellt sich die Frage, warum muss ein Nutzeraccount in der Lage sein, einen Treiber zu installieren für Drucker? Warum? Das kann ich ja in die Automation und ins Image und in meinen Installationsprozess einbauen, dann habe ich den Bedarf nicht mehr. Wenn ich es also gar nicht brauche, weil ich das sinnvoll orchestriert und organisiert habe, kann ich diesen Angriffsvektor schließen. Weil der Sebastian ist ein Fuchs, der schickt einem Anwender einfach seinen neuen Druckertreiber, weil er wieder so tut, als wäre der IT-Support und der Anwender installiert es. Und das sieht doch so aus wie ein Druckertreiber, auch für das Betriebssystem, aber es ist gar keiner. Es ist eigentlich eine Schadsoftware. Wenn ich jetzt das Recht wegnehme, dass ein Druckertreiber installiert werden darf von einem Anwender, dann geht das nicht mehr. Dann ist der Angriffsvektor geschlossen und der Sebastian muss sich einen eigenen und einen anderen Weg überlegen. Ja? Ein Beispiel. Ich mache mal noch ein weiteres, was sinnvollerweise immer geht. Ich glaube, der eine oder andere wird ein Bluetooth-Headset aufhaben heute. Ich habe auch eine Bluetooth-Maus im Einsatz. Das sind zum Beispiel Einstellungen, die man sinnvollerweise nicht abschaltet. Das heißt, Bluetooth sollte gehen, genauso wie die Kamera. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da haben wir jetzt einen Bericht hier. Der sieht hier von der Compliance ziemlich schwierig aus. Da kann man besser werden. Und das schauen wir uns jetzt kurz mal an, wie das aussehen kann, wenn man das besser macht. Jetzt haben wir das System, das gehärtet ist. Und man sieht relativ zügig direkt am Start, da ist schon einiges passiert im Bereich zu CIS-Benchmarks. 597 Einstellungen, wir haben auf einmal nicht mehr knapp 20% Konformität, sondern 84%. Wir haben auch nur nach einem Standard gehärtet, wir hätten auch Standards kombinieren können, das war aber jetzt gar nicht wichtig. Wichtig ist, glaube ich, der Sprung von, ich zeige es nochmal kurz in der Gegenüberstellung, von links mit viel Rot, ja, also hier 597 Tests, 16% Compliance, 597 Tests, 84% Compliance. Und wenn man jetzt auch nochmal hier auf die Einzeleinstellungen springt, dann ist genau die Einstellung zum Beispiel mit dem Druckertreiber eben, die ich erwähnt habe, die ist jetzt grün. Und die Flaggen hier hinten oder die Farben sind auch eindeutig und relativ simpel. Grün heißt, die aktuelle Konfiguration des Rechners entspricht dem, was ein anerkannter, industrieerprobter Hardening-Standard gerne sehen möchte. Aber, und jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert, haha, die beiden Dienste für Bluetooth, weil das ja ein Windows-Client ist, was Sebastian eben gezeigt hat, die laufen halt immer noch. Klar, weil der Benutzer natürlich auch weiterhin hier Bluetooth-Dienste nutzen können soll. Der braucht seine Maus, der braucht seine Tastatur, der braucht sein Headset und auch eine Kamera. Geht nach wie vor. Also hier gibt es zum Beispiel eine Einstellung, die heißt, stelle sicher, dass die Einstellung Allow Use of Camera, also die Kamera ist erlaubt, dass die disabled ist. Also auf Deutsch, schalt die Kamera ab. So, da sind wir aber non-compliant, heißt, wir haben hier eine rote Flagge, bedeutet, die Kamera funktioniert noch. Ja, es wäre zum Beispiel bei Arne, bei Sebastian und bei mir schwierig, wenn wir so ein Webinar machen, Bluetooth und die Kamera ist aus. Das wäre ein sehr trauriges Webinar dann. Also mir ist wichtig, nehmen Sie mit, man kann Systemhärtung messen, man kann Systemhärtung auch messbar machen und wir unterstützen auch natürlich bei der Umsetzung von Systemhärtung und das Ganze nicht per Hand für ein paar hundert Einstellungen, sondern tatsächlich gestützt durch ein Tooling. Aber das ist heute nicht Teil des Webinars. Von daher erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Arne, jetzt guck mal, was bei dir angekommen ist im Detektionstool. Wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, mich zum Beispiel erstmal vielleicht nicht mit dem ganzen SOC auseinanderzusetzen, sondern erstmal mit der Systemhärtung als einen Baustein heranzugehen, wie lange brauche ich, um das Ganze eingerichtet zu haben, um das Ganze verfügbar zu haben? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist immer, was will man erreichen? Vielleicht verschiedene Antworten auf verschiedene Szenarien. Szenario 1 ist, Interessent ruft an und sagt, uns steht ein regulatorischer Prüfer vor der Tür. In 3 Monaten kommt er. Letztes Jahr im Dezember geschehen, und zwar konkret am 3. oder 4., das war also Anfang Dezember. Und der Prüfer kam Mitte Januar. Eine kleine österreichische Bank, 150 Clients, 20, 30 Server. Die waren vor Weihnachten noch so, dass sie Systemhärtung und zwar nicht nur technisch, sondern auch compliance-seitig umgesetzt hatten. Also die Compliance für Banken sagt zum Beispiel nicht nur härten, sondern auch monitoren, ob die Härtung auch so bleibt, Dokumentation erzeugen, prozessual integrieren. Was mache ich also, wenn ein System nicht mehr so ist, wie es sein soll? Also wenn ich 347 Einstellungen verteilt habe und auf einmal sind es nur noch 330.
dann muss ich das erkennen und es passiert öfter, als man denkt und ich muss damit prozessual umgehen, das spricht also einen internen Incident-Prozess. Kleineres Thema. Wir haben eine Behörde mit knapp 700 Clients und 250 Servern. Die haben am Anfang gesagt, wir müssen auch erstmal gucken, dass wir das Thema ins Feld bringen. Da haben wir ganz bewusst ein Hardening-Set genommen, was keine 900 Einstellungen beinhaltet, sondern rund 350, 400. Wir nennen das bei uns den sogenannten Rapid Hardening-Ansatz. Die war nach rund 8 Wochen soweit, dass Server und Clients gehärtet waren. Fairerweise, die haben auch gut mitgearbeitet. Es gibt Also das ist keine Zaubereien, keine Magie, da muss man im Zweifel auch ein kleines Rollout-Projekt steuern. Deswegen sind wir auch immer gerne dabei, das in bestehende Rollouts, Server 25, Windows 11, neues Red Hat Update, neues Ubuntu Update zu integrieren. Da muss ich an jeden Rechner ran, da muss ich Software verteilen und habe ein Team, was die Software, die Fachverfahren, die eigenen Applikationen testet. Das ist, ich sage mal so, da gibt es keine allgemeingültige Antwort, aber ich glaube, bei den 2, 3 Beispielen, die ich genannt habe, das kann sehr schnell gehen, wenn man das will. Man kann sehr schnell die Nachweise haben, das kann aber auch ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie groß und umfangreich das Ganze sein soll. Ja, okay, cool. Danke, Florian. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Arne Vodigl. Gemeinsam mit Florian Bröder und Sebastian Fröde bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Und ja, das trojanische Pferd ist halt tatsächlich noch nach wie vor präsent, aber mit Disziplin, Wachsamkeit und Ehre können wir dagegen arbeiten. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke für Ihre Zeit, danke für eure Zeit, danke Sebastian, danke Florian. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.